Du glaubst, das ist nur Schaumstoff? Dann pass mal auf. Es geht weiter mit unserem Traxxas TRX6 Tuning Projekt und heute geht es um Schaumstoffeinlagen für unsere Crawlerräder. Doch wofür sind diese eigentlich gut? Die Schaumstoffeinlagen unterstützen unsere Crawlerreifen, um die bestmögliche Performance zu erreichen. Sie verhindern, dass sich der Reifen komplett eindrückt, aber auch dass der Reifen viel zu hart ist. Des Weiteren unterstützt sie bei Schrägfahrten, dass sich der Reifen hier nicht so krass von der Felge runterpellt. Du merkst also, so eine einfache Schaumstoffeinlage kann uns wirklich helfen und es gibt die verschiedensten und eine von diesen verschiedenen Reifeneinlagen möchte ich dir hier heute zeigen. Schauen wir uns zunächst einmal das Problem einer verschlissenen Reifeneinlage genauer an. Gerade bei unseren RC-Crawlern wollen wir ja möglichst weiche Reifen haben, die sich dem Untergrund wunderbar anpassen. Aber spätestens, wenn es so wie hier aussieht, als hättest du einen massiven Plattfuß, dann ist die Crawler-Einlage verschlissen oder passt überhaupt nicht zu deinem Fahrzeug. Welche Probleme können hierbei entstehen? Wir haben jetzt hier einen ziemlichen Plattfuß und wenn ich jetzt hier mal gegendrücke, dann siehst du, dass im Inneren des Reifens, gerade auch auf der Lauffläche, gar kein Widerstand mehr ist. Das heißt, dieses Profil kann überhaupt nicht mehr sich vernünftig gegen den Untergrund stemmen, sondern wird sofort nach innen gedrückt und hat keine wirklich schöne Performance mehr. Des Weiteren hast du jetzt natürlich das Problem an Schrägfahrten, hier mal so ein bisschen simuliert, dass sich der Reifen komplett löst und auch hier überhaupt gar kein Seitenhalt mehr bietet. Das heißt, das Fahrzeug kippt schneller, lehnt sich so ganz massiv in Richtung Schwerkraft. Und das ist etwas, was wir vermeiden wollen. Wir wollen ja hauptsächlich über das Profil arbeiten, natürlich auch ein bisschen über die Reifenflanke, aber nicht so viel. Wie kann so eine Reifeneinlage verschleißen? Zum einen, wenn du sehr viel unterwegs bist. Wahrscheinlich ist aber, dass dein Fahrzeug deutlich schwerer geworden ist, weil du es vielleicht aufgebläht hast oder wesentlich mehr Teile angebracht hast mit hohem Gewicht, dass diese Reifeneinlage einfach gar nicht mehr zu deinem Fahrzeug passt. Aber auch wenn du viel durch Wasser fährst und so wie hier bei den Felgen ein Loch drin ist, sodass Wasser eindringen kann, das zerstört dann auf Dauer diese Reifeneinlage und diese hier, die muss ganz dringend gewechselt werden. Doch wie finde ich jetzt die passende Reifeneinlage für mein Fahrzeug? Ich würde dir empfehlen, google doch einfach mal Reifeneinlagen für dein Fahrzeug und dann schau mal, ob etwas dabei ist, wo du sagst, das könnte es sein. Besonders gut sind in der Regel die Reifeneinlagen von Crazy Crawler, die Laserforms oder auch, wie ich hier diesmal verwende, die Altforms. Und diese beiden Hersteller bieten zum Beispiel für diesen TRX6 die richtige Reifeneinlage an. Du kannst natürlich auch in diversen Facebook-Gruppen fragen oder im Rockcrawler-Forum, wie dort die verschiedenen Erfahrungen sind. Achte natürlich auch darauf, wenn du nicht die Originalräder hast, sondern eine andere Radreifenkombination fährst, wie zum Beispiel Beadlock-Felgen von RC4 WD und andere Crawler-Reifen. Dort bieten die Hersteller natürlich auch dementsprechende Schaumstoffeinlagen für speziell diese Reifen an. Im Falle unseres Tuning-Projektes hier, dem TRX6, habe ich die passenden Altforms gefunden. Es war sehr schön beschrieben auf der Website. Und dort auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Wir fahren vorn andere Reifeneinlagen als hinten. Zum einen haben wir natürlich vorne die Achse, die lenkt. Zum anderen haben wir das meiste Gewicht hier vorne. Hier befindet sich das Lenkservo und auch kurz hinter der Achse der Motor. In der Mitte haben wir den Akku und das Ganze wird hier von einer Achse gestemmt und hier hinten haben wir zwei Achsen. Das heißt, das Gewicht verteilt sich
ganz anders. Dementsprechend haben wir für vorne eine etwas härtere Reifeneinlage als für hinten, sodass wir einen Plattfuß an der Vorderachse und sehr ballige Räder hinten vermeiden. So wird das Ganze gleichmäßig. Schön zu sehen hier bei den Laserforms, wie das Ganze erreicht wird, diese verschiedenen Härtegrade. Wir haben hier Löcher drin und dementsprechend lässt sich das dann hier eindrücken und auch hier diese Seite, die ist so ein bisschen wellig, dass man später, dass der Reifen hier gut unterstützt wird, Hindernisse optimal hochzuklettern. Wichtig ist später bei der Montage, dass diese Löcher nach innen kommen und die geschlossene Seite nach außen kommt. Wofür ist das gut? Ganz einfach, dass wir an der Außenflanke hier nochmal etwas mehr Stabilität haben als innen, dass wir ein Überfahren der Reifenflanke vermeiden können. Das finde ich sehr durchdacht, gefällt mir richtig gut. Nun wird es Zeit, die Laserforms hier in den Reifen zu kriegen. Wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Schritt 1 ist die Demontage des Rades. Das sollte ja jeder soweit hinkriegen. Das machen wir jetzt hier trotzdem mal zusammen. Wir haben ja hier die Radnabenabdeckung. Da kann ich hier mit so einem Schraubendreher mal vorsichtig so ein bisschen reingehen, dass wir an die Radmutter kommen. Dann nehme ich hier meinen kleinen Aufsatz, löse das Ganze einmal, sodass wir da wunderbar drankommen. Die Radmutter einmal runter und dann haben wir schon den Reifen hier in der Hand. Ganz easy, man kennt es. Jetzt dachte ich zunächst, dass es sich um eine Beadlock-Felge handelt, also um eine mehrteilige Felge und dass das Ganze vielleicht ohne Klebstoff funktioniert, weil hier im Inneren des Rades Schrauben sind. Die halten allerdings hier nur außen diese Art Radkappe außen fest. Der Reifen an sich ist geklebt und das nicht gerade schlecht. Wie können wir jetzt diesen Kleber lösen? Viele sagen, man kann das Ganze ausbacken im Backofen. Damit habe ich gar keine Erfahrung. Ich mache es mit Auskochen. Wie funktioniert das? Ich werde diesen Reifen nehmen, in sehr heißes Wasser legen und lange vorsichtig köcheln lassen und immer wieder schauen, ob der Kleber hier am Felgenrand langsam brüchig wird, sodass ich den Reifen lösen kann. Das kann 1 bis 2 Stunden dauern. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es lange nicht mehr gemacht. Ich demontiere jetzt alle 6 Reifen, werde die Räder dann einmal auskochen und dann sehen wir uns zur Montage der Altforms wieder. Meine Lieblingsbeschäftigung wird das Reifenauskochen mit Sicherheit nicht. Ich finde es ja recht anstrengend, immer wieder diesen heißen Reifen da in die Hand zu nehmen, dran rumzukneten, dann so ein bisschen versuchen, das Ganze zu lösen und dann wieder reinlegen zum Kochen. Damit wir jetzt mal sehen können, wie die alte Reifeneinlage aussieht und warum die gar nicht mehr performen konnte, habe ich hier mal ein Exemplar mitgebracht und du siehst schon, ja, das Ganze, ja, ich glaube, das spricht für sich. Also die Reifeneinlage konnte nicht mehr funktionieren. Hier haben wir die Felge. Ich habe gesehen, die Felge hat hier 2 Löcher. Hier habe ich jetzt einfach mal kurz einen Streifen Panzerband drauf gemacht und hier werde ich von innen der Felge die Löcher einmal zukleben, dass hier demnächst kein Wasser mehr reinkommt. Nachteil ist natürlich auch, Luft kann nicht mehr entweichen, dessen sollte man sich bewusst sein. Ich finde es aber besser, wenn kein Wasser reinkommt, weil hier und da fahre ich ganz gerne mal durch Wasser. Der Reifen sieht so aus, ganz klassisch. Ich habe den jetzt richtig schön sauber gemacht von innen und auch richtig abgetrocknet, dass ich jetzt hier kein Feuchtbiotop zuklebe. Und jetzt muss diese Reifeneinlage da rein. Das könnte ein bisschen tricky werden. Wird es wahrscheinlich auch, weil die Reifeneinlage passt wirklich ganz genau rein. Das mache ich mal eben in Ruhe und dann zeige ich dir jetzt das fertige Ergebnis. Der Reifen sitzt wirklich wie eine 1, wenn man sich das jetzt hier mal anguckt. Wir haben hier einen schönen Druckpunkt, deutlich härter als vorher, was ja auch in Ordnung ist. Dennoch immer noch schön soft. Gefällt mir richtig gut.
Jetzt kommt die Felge da rein und dann werde ich den Reifen wieder mit der Felge verkleben. Das werde ich ganz vorsichtig hier mit Sekundenkleber machen. Hier muss man natürlich immer drauf achten, der nebelt so ein bisschen aus. Ich hoffe, dass meine Reifen nachher nicht weiß sind, aber so nach den ersten 2, 3 Fahrten, wenn man im Dreck unterwegs war, geht dieser weiße Nebel auch ganz gut runter. Wichtig jetzt natürlich auch, hier unbedingt nochmal reinschauen, welche Seite ist denn außen, welche ist innen, dass man das hier auch richtig reinklebt. Das mache ich jetzt bei allen 6 Rädern. Und jetzt gucken wir doch mal, wie steht denn unser TRX6 jetzt mit den neuen Reifeneinlagen? Schreib du mir doch jetzt mal in die Kommentare, wie du das Ergebnis findest. Ich bin wirklich beeindruckt. Vorher sah es ja so aus, als wenn da gar nichts drin ist. Und jetzt steht er wirklich schön da. Wir sehen, die Reifen sind immer noch weich, aber wir haben jetzt zumindest mal ein Druckpunkt. Wir sehen zwar auch minimal, dass das Auto hier steht, aber wir haben überhaupt gar keinen Platten mehr. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Seitenstabilität, die ist auch zu 100% gegeben. Und der Reifen kann so viel besser arbeiten. Die Reifenflanke arbeitet weniger. Wir überfahren die Reifenflanke nicht mehr. Und das war wirklich ein sehr, sehr sinnvolles Tuning hier an dem TRX6. Und selbst wenn deine Reifeneinlagen noch nicht durch sind, denke ich, ist das auf jeden Fall ein sehr sinnvolles Upgrade, weil beim TRX6 die Reifeneinlagen doch sehr weich sind. Wie sich das Ganze im Gelände schlägt, das schauen wir uns bei Gelegenheit hier auf dem Kanal natürlich auch nochmal an. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dein World Control RC.